Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Guter Gehörschutz ist sauteuer. Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel von Earmore. Heute bei uns der M32. You get what you pay for oder wer billig kauft, kauft zweimal, sind eigentlich Sprichwörter, an die man sich immer halten kann, die in den meisten Fällen zutreffen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Eine Ausnahme ist Earmore. Wir verfolgen diese Firma schon mehrere Jahre. Wir hatten schon bei den M32 in der Generation 1 im Test, fanden den auch schon ganz gut. Also der hat wirklich ein relativ gutes Klangverhalten gehabt, war aber ein bisschen unbequem. Dann kam die Generation 2, die war ein bisschen bequemer, dafür war da das Klangerlebnis wieder ein bisschen schlechter. Jetzt sind wir bei der Generation 3, beziehungsweise beim Mod 3 angenommen, so heißt er nämlich. Und das ist wirklich mal eine Vorstellung wert, weil diese Kopfhörer oder diese Gehörschützer wirklich einen guten Job machen für das, was sie kosten. Ja? Man darf nicht vergessen, ein Peltor im Vergleich, ja, ist natürlich top-notch. Der ist fürs Militär gemacht, ja, der kostet aber auch 650 und 500 und 600 Euro mit Sprechgarnitur. Kopfhörer, Gehörschutz ist natürlich immer zu unterscheiden zwischen passiv und aktiv. Ein passiver Gehörschutz wäre einfach ein stumpfer Kopfhörer ohne Batterien, der einfach nur, also wie eine Glocke, die über den Ohren sitzt und im Prinzip die Ohren schützt. Passiver Gehörschutz wäre auch zum Beispiel die Stöpsel, die ihr euch in die Ohren reinmachen könnt. Wobei es da auch inzwischen auch aktive gibt. Aber die klassischen Tannenbäume für 2,50 Euro, die man kennt, die man jetzt in die Ohren stopft, das wäre ein passiver Gehörschutz. Oder aber diese ganz dicken Bullseye heißen die von Peltor zum Beispiel. Das sind auch passive Gehörschützer. Und die aktiven sind natürlich dann entsprechend die teuren. Ja? Was ist ein aktiver Gehörschutz? Ein aktiver Gehörschutz, der hebt im Prinzip die Umgebungsgeräusche etwas an. Also es ist quasi ein Mikrofon, was die Umgebungsgeräusche aufnimmt. Also ihr hört alles ein bisschen klarer, ein bisschen genauer. Und wenn ein Schussgeräusch kommt, dann wird es einfach ausgeschaltet. Also in der Sekunde, wo der Schuss bricht, ist euer Kopfhörer, genau wie auch der passive, macht er zu. Und dann habt ihr entsprechend dann den Schutz vor lauteren Geräuschen und euer Gehörgang ist gut geschützt. Noch ein Wort zum aktiven Gehörschutz, weil ich ja gesagt habe, der regelt quasi ab, wenn hohe Geräusche kommen. Oder wenn laute Geräusche kommen, besser gesagt. Das ist natürlich jetzt nicht so zu verstehen, dass das Gerät darauf warten muss oder reagieren muss, bis ein Schuss kommt und dann wird abgeregelt, sondern das Gerät, es hat einfach einen Peak, sage ich mal, eine Spitze, wo ab dem Punkt keine Geräusche mehr durchgelassen werden. Also auch ein lautes Klatschen oder, Entschuldigung Stefan, verdammt, also auch ein lautes Geräusch würde hier entsprechend von diesem Gehörschutz abgeregelt werden. Gehen wir einmal kurz über die generellen Features drüber, bevor ich in die Details der einzelnen Modelle gehe. Der Earmore Gehörschutz ist schallschutzzertifiziert nach NRR 22, also 22 dB Reduktion habt ihr dadurch. Dann habt ihr zwei Batterien, AAA, also 3xA, die euch 350 Stunden im Standby, also bis zu 350 Stunden im Standby Saft liefern. Er ist IPX5 wasserdicht und lässt sich natürlich vollumfänglich verstellen. Ihr habt schon gesehen, Gehörschutz ist ja nicht nur wichtig um die Ohren zu schützen, sondern kann auch kombiniert werden mit einer Funkgeschichte. Und das ist genau das, wo ich die Stärke beim Earmore Kopfhörer sehe, nämlich eine günstige Alternative, um entsprechend Gehörschutz zu haben und funken zu können. Ja, sehe ich gerade auch hier im sportlichen Bereich für Wettkämpfe, wenn da die Marshalls oder die Einweiser, wie auch immer die heißen, im Sport schießen, wenn die Schießleiter heißen die. Wenn die Schießleiter im Prinzip untereinander kommunizieren müssen bei größeren Veranstaltungen, das wäre eine Lösung, wo man wirklich relativ günstig als Verein eine Komplettlösung kaufen kann. Mal als Beispiel, man nimmt hier so ein Midland G8, G9 für 80, 90 Euro kosten die, glaube ich. Und dann noch diese Geschichte hier. Dann hat man relativ günstig ein Set zusammengestellt, womit ich dann entsprechend funken kann. Ja, wenn ich jetzt überlegen würde, ein Peltor mit 600 Euro plus Funkgerät, plus dann natürlich noch ein passender Adapter, da ist man schnell bei 800, 900 Euro und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Ja? Je nachdem, wie häufig man das halt auch nutzt. Der M32 hier, wie gesagt, mit Sprecheinrichtung gibt es auch noch mal ohne, habe ich hier um den Kasten drum gepackt. Den nutze ich persönlich privat schon sehr, sehr lange. Der leistet mir auch wirklich gute Dienste.
Da erzähle ich gleich nochmal 2, 3 Worte zu. So würde der halt aussehen ohne die Gehörschutzlösung, also genauso wie der hier auch, nur ohne Kabel und ohne Mikrofon. Beim Mikrofon ist es übrigens so, ihr habt den Plug fürs Mikrofon auf beiden Seiten. Das heißt, egal wo ihr das Mikrofon denn gerne hättet, für links oder für rechts, könnt ihr das ohne weiteres umbauen. Hier sind die Mikrofone, von denen ich gesprochen habe, die den Aktivgehörschutz ausmachen. Die sind auch leicht eingelassen ins Gehäuse. Und hier hat man auf jeder Seite ein Batteriefach, das dann von hinten mit einer Schraube zu öffnen ist, um die Batterie herauszunehmen. Auch schön gelöst und auch besser gelöst als bei Peltor, muss ich sagen, ist hier die Form des Batteriegehäuses. Das ist nämlich schon leicht angeschrägt. Ja? Bedeutet, wenn ich in der Schießposition bin und meine Wange am Gewehrschaft habe, dann ist das genau die Kante, die der Earmore hier darstellt. Also der würde dann quasi so nach vorne leicht gebeugt sein und dadurch habe ich genau die Kante vom Schaft, vom Gewehr. Und das ist zum Beispiel was, wo ich beim Peltor, es geht beim Peltor, aber bei anderen Gehörschützern halt immer das Problem habe, dass die dann durch den Schaft nach oben gedrückt werden und dadurch natürlich ihren Gehörschutz verlieren, weil von unten Schall reinkommen kann und ruckzuck hat man den Tinnitus. Den M32 gibt es auch in verschiedenen Varianten. Einmal so, wie er hier zu sehen ist, mit einem Lederband oben, wo dann das Kabel durchgeführt wird. Den gibt es aber auch schon im Prinzip für die Nutzung eines Gefechtshelms, also ohne Band komplett, dass man einfach hier nur die beiden Muscheln hat, die dann mit Klammern befestigt werden können. Die Klammern gibt es für Obscore, Team Wendy und sogar für den Fluxhelm von M-Tech, also mit M-Lock-System gibt es das. Also das ist wirklich was, wo ich sage, das hat kaum jemand, der irgendwie günstigere Gehörschützer herstellt. Also das ist wirklich auch nochmal ein Pluspunkt. Ja, der NATO-Standardstecker, der passt in verschiedene Buchsen. Mit dabei oder beziehungsweise nicht mit dabei, muss man extra dazu kaufen, gibt es hier von Earmore auch natürlich einen Push-to-Talk-Satz. Die haben dann je nach Gerät, leider bei Midland, einen geraden Stecker. Muss man dann gucken, dass man sich was anderes lötet. Also keine eckigen. Aber gibt es auch für Kenwood und für was weiß ich, was es noch an Funkgeräten gibt. Habt ihr alle Möglichkeiten, um dann entsprechend hier den NATO-Plug reinzustecken und damit dann hier in der Ausrüstung nochmal einen Push-to-Talk zu haben. Ihr seht, hier ist auch noch ein zweiter Kabelabgang. Der ist quasi für eine Remote-Bedienung. Wenn ihr hier durchs Hemd dann die Führung nach vorne zum Finger habt, habt ihr hier am Zeigefinger nochmal einen Push-to-Talk, mit dem ihr arbeiten könntet. Das könnte der Earmore auch für euch bieten. Der Earmore M32 in der Mod 3 Generation oder Mod 3 Version, ganz wichtig, wenn ihr den kauft, achtet darauf, dass es Mod 3 ist. Wenn ihr euch unsicher seid, wenn der Hersteller das nicht angibt, dann fragt nach. Bei Best Protection steht das immer mit in der Produktbeschreibung. Ganz sicher könnt ihr euch auch immer sein, wenn ihr hier im Heftchen im Prinzip vorne den Aufdruck habt oder auf der Verpackung, auf der Innenseite ist dann meistens nochmal genau beschrieben, wenn es der Mod 3 oder, ja, Mod 3 heißt er, genau, ist. Das ist wirklich, wie gesagt, eine ganz wichtige Geschichte, weil das dann das neueste und ausgereifteste Modell ist. Trägt man den Gehörschutz längere Zeit, ist es kein Problem, weil die weichen Gelkissen euch dann wirklich guten Tragekomfort geben. Hier der Unterschied zwischen dem und dem, ganz klar. Der einzige Unterschied ist, hier ist ein Sprechsatz mit dran, hier nicht. Vom Klang und Feeling sind sie ungefähr gleich. Wir haben 22 dB Schallschutz. Das ist jetzt nicht das allerbeste, aber es ist schon gut genug, um draußen oder auch indoor schießen zu können. Wer dazu empfindlich ist, kann auf jeden Fall nochmal mit Stöpseln arbeiten. Das mache ich zum Beispiel bei MSA Sordin genauso, weil die einfach zu kleine Körper haben, um den Schall zu schlucken. Das wäre bei dem hier auch nicht anders. Jetzt wollen wir doch aber mal sehen, wie die Kommunikation ist, wenn man funkt, ob das wirklich eine gute Sprachqualität ist. Das haben wir nämlich mal draußen für euch getestet. Kamera läuft. Verständigungstest 1, jetzt hören wir, das heißt der Stefan spricht. 1, 2, Roger, dead. Verständigung klar und deutlich. Check, Abbey Group on Run. Jetzt testen wir nochmal das Mikrofon. Ich spreche jetzt quasi nur über das Headset-Mikrofon. Unser normales Mikrofon, was wir zum Filmen benutzen, ist gerade ausgeschaltet. Also das wäre jetzt quasi die Qualität mit diesem Mikrofon, mit dem ich normalerweise spreche, an der Kamera direkt aufgenommen über mein
Headset von Earmore. Hört sich gut an, oder? Man kann das alles super verstehen. Also Sprachqualität top, vor allem im Vergleich zu einem Peltor muss man mit dem Mundteil nicht so nah an den Mund rangehen, wie jetzt hier mit dem Earmore. Also der Earmore kann ruhig ein Stück vom Mund weg sein. Unsere Zusammenfassung zu den Gehörschützern von Earmore, ob es jetzt der ohne Sprechsatz ist oder hier der M32, das sind wirklich gute Gehörschützer, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich kann man sie nicht vergleichen mit einem Peltor, der ein Vielfaches mehr kostet, aber für das, was sie kosten, machen sie wirklich einen guten Job. Ja? Zum Vergleich nochmal mit den Howard Light Kopfhörern, die viele von den Sportschützen nutzen. Das sind auch kleine, leichte Gehörschützer, die um die 40 € kosten. Da hat der hier wirklich einen besseren Klang. Und hier hat man natürlich noch den Bonus, wenn man ein bisschen Aufpreis bezahlt. Also 40 € wäre jetzt quasi die Variante hier ungefähr. Nicht exakt auf die Zahl festnageln, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Aber wenn ihr jetzt den hier mit dem Sprechsatz nimmt, der ist wirklich unter 100 € auf jeden Fall. Und das ist, denke ich, eine gute Sache. Einen letzten Punkt noch vom Vergleich zum Peltor. Wenn ihr den Schuss habt oder die Schussabgabe und den Knall, dann macht der Peltor dicht und sofort wieder auf. Hier beim Earmore ist es so, dass der Schuss abgedämpft wird oder dicht gemacht wird und danach langsam wieder eingefädelt. Also wie wenn jemand die Lautstärke so wieder hochdreht. Also man hat hier ein bisschen längere Verzögerung nach dem Schuss. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm. Gerade auch wenn man Indoor schießt, ist es nämlich so, dass auch der Hall im Schusskanal nochmal den Ohren ganz schön wehtun kann. Also gerade mit dem MSA Sordin zum Beispiel hatte ich das Problem immer beim Indoor-Schießen. Da kam der Schuss und der wurde abgedämpft und dann war der Hall im Tunnel und der ging voll auf die Ohren. Ja, deswegen habe ich da immer auch nochmal Tannenbäume reingesteckt. Ja, viel Gerede für einen Gehörschutz, aber das ist auch notwendig, weil ich denke, da muss man nicht diese Katze im Sack kaufen. Wenn ihr trotzdem noch Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommentare. Die Produkte gibt es bei Best Protection, auch die Generation 3 oder Mod 3, muss man da nicht extra erwähnen, das sieht man da gleich in der Beschreibung. Link ist unten eingeblendet. Ansonsten, wie immer, Abo, liken, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.